Odrzański, das ist in Polen. Und wir fahren jetzt weiter nach Głogów. Gekommen sind wir heute früh von Zgorzelec rüber, über Saran. Und jetzt müssen wir von Krosno Odrzański noch Richtung Głogów rüber. Das sind laut GPS 100 Kilometer. Und was wollte ich jetzt noch sagen? Ja, in dieser Stadt bin ich mal 2 Stunden im Stau gestanden. Rechts abbiegen in die Straße Ulica Parkova. Hier bin ich mal 2 Stunden im Stau gestanden, als die Brücke da vorne renoviert hatten. Und das Navi will mich jetzt hier durch das Wohngebiet durchschicken. Ich weiß aber, dass da erstens mal Sackgasse ist. Da ist so ein rundes rotes Schild mit einem weißen Querbalken. Rechts Da darf man nicht abbiegen in die reinfahren. Straße Ulica Parkova. Ja, und da komme ich auch nicht rein. Und ich weiß, ich fahre jetzt einfach geradeaus vor bis zum Kreisverkehr und dann rechts. Das ist die optimalere Version. Und von hier bis zu der Brücke habe ich mal über eine Stunde gebraucht. Ja, und da kam gerade ein polnischer Militärlaster entgegen, weil da vorne ist eine Kaserne auf der linken Seite. Ich weiß nicht, sind wir jetzt an der Kaserne schon vorbei oder ich habe jetzt gar nicht aufgepasst. Ich glaube, wir sind schon vorbei an der Kaserne. Naja, die Kaserne war ein Stück weiter Richtung Rechts abbiegen Ortsausgang. in die Straße Ulica Stefana Zarnik. Mein Gott, Dann das in die blöde nächste Navis Straße rechts will mich abbiegen. hier ständig da durchs Wohngebiet durchschicken. Hier steht ein Schild Sackgasse, da kann man gar nicht fahren. Thomas, hallo. Ja, hallo Thomas. Also wir sind hier in Krosno Odrzański. Ja, und von dieser Stadt hier, ich habe gerade erzählt, da bin ich schon mal im Stau gestanden. Da gibt es auch ein Video davon. Irgendwas mit Mega-Stau in der Überschrift. Ich habe keine Ahnung. Das ist schon 2-3 Jahre her, ich weiß nicht genau. Und sollte ich den Video finden, dann werde ich ihn später dann in der Beschreibung hier verlinken. Ja, und da kommt jetzt da vorne der Den Kreisverkehr. Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Das ist die Hauptstraße hier. Fährt man da runter und dann fährt man da rechts. Ich weiß nicht, warum ich das Navi jetzt da ständig da durchs Wohngebiet durchschicken wollte, wo ohnehin. Den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen und in die Straße Ulica Boleslawa Rodrigo fahren. Wo ohnehin im Wohngebiet Sackgasse war. Da hätten wir gar nicht durchfahren dürfen. Nee, durchfahren können, selbst wenn wir gedurft hätten, weil dürfen hätten wir ja auch nicht. Ja, mit und Der Straße Ulica alias K folgen. selbst mit Seifenkisten hätte man da nicht durchs Wohngebiet fahren können, weil eben da Roller stehen, da kann man nicht durchfahren. Also wer dort wohnt, kann bis dorthin fahren, wo eben die Häuser sind, aber die Durchfahrt, die geht nicht mehr, weil die haben da vorne jetzt das ein bisschen umgebaut. Das letzte Mal, was ich hier war, war da noch kein Kreisverkehr. Und der Fluss hier links, das ist die Oder. Deshalb heißt das ja hier Odrzański. Also so viel wie Krosno an der Oder, so ähnlich würde ich das jetzt übersetzen, was jetzt da Krosno, wie diese Stadt hier auf Deutsch mal heißen hat, keine Ahnung. Und da, wenn ihr es sehen könntet, da ist diese Brücke. Da ist diese Brücke. Jetzt voraus. Da ist diese Brücke
wegen der ich das letzte Mal im Stau gestanden bin. Da geht es nach Zielona Góra. Und Zielona Góra, das weiß ich, das heißt Grünberg auf Deutsch, weil Zielona ist grün und Góra heißt Berg. Und so wie uns das Navi da lotsen wollte, wären wir da rausgekommen, aber da darf man nicht fahren, da sind Poller, da ist Sackgasse. Das haben die schon so gemacht, damit hier niemand diese Abkürzung nimmt. Und hier fahren wir jetzt in die Straße Ulika Ariaska. Hier fahren wir jetzt über diese Oderbrücke, die ist unter Denkmalschutz. Die wurde saniert vor ein paar Jahren. Die hat also früher ganz schlimm ausgesehen, war alles rostig und so weiter. Also die haben das jetzt sehr gut gemacht. Aber wie gesagt, das ist die einzige Verbindung hier über die Oder rüber. Und da ging natürlich der ganze Verkehr. Und jetzt muss ich mal schauen, als vorhin war da ein Militärdings, jetzt fahre ich mal kurz hier rechts rein, weil ich habe gesehen, ich habe jetzt gerade viele Kommentare geschrieben, weil ich bin dann doch ein bisschen länger unterwegs, bis ich hier wieder weiterkomme. Und hier ist irgend so ein Denkmal, wenn ihr euch mal kurz jetzt da guckt. Dieses Denkmal, seht ihr das da? Da haben die vorhin Grenze niedergelegt. Das ist wohl irgend so ein Kriegerdenkmal. Ich will jetzt nur schnell kurz lesen, was ihr geschrieben habt. Thomas Paul, hallo, nein, nicht Görlitz, habe ich ja gerade erklärt, wo wir sind. Ja, Sonne scheint. Die Stadt, die heißt Krosno Odrzański. Also Krosno ist wohl der Name der Stadt und das Odrzański, das bezieht sich auf den Fluss, die Oder, die heißt Odr auf Polnisch, und das Krosno, ich bin mir jetzt nicht sicher, wie Krosno gerade auf wie Krosno jetzt auf Deutsch heißen würde. So, und hier müssen wir da lang. Und da gibt es da noch eine andere Straße, da geht es dann da so rum. Und wir fahren jetzt weiter Richtung Glogow. Glogow, das liegt hinter Zielona Góra noch. Das liegt jetzt 400 Kilometer laut meinem GPS. Ja, und hier, das ist die Nebenstrecke hier. Ja, vorne haben wir einen Dodge. Was? Links abbiegen in die Straße Ulika Karola Marxa, dann in die nächste Straße rechts abbiegen. Was ohne? Wo du bist, habe übrigens eine Wohnung in Waldenburg, da fährst du bestimmt auch öfter dran vorbei. Warte, ich kann es jetzt nicht lesen. Muss ich weiter, guck mal an, da dieser Dodge. Dann hat er hinten eine riesige Auspuffblende dran. Und dann vermutlich. In die Straße Ulika Marsts, Micha Ümirskigo. Und dann vermutlich nur ein Kommamotor drin. Ne? Den kleinsten Motor, den es gibt für das Auto, weil für mehr reicht es dann nicht. Ne? Und aber Hauptsache dicke, fette Auspuffblenden dran. Ne? So, jetzt sind wir gleich hier durch.
Ah, da links ist eine verlassene Tanke. Ich weiß nicht, warum er die verlassen hat. Das ist ja hier die Hauptverkehrsstraße. Da möchte man doch meinen, da kommen genug Autos vorbei, um hier zu tanken. Ja? Aber offenbar doch nicht. Chevrolet. Ein alter Chevrolet. Der blaue da. Ja, das war mal das Schönste. Das war das war glaube ich war 58 oder so, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Ich habe so einen schon mal wo gesehen. So, mal kurz einen Schluck Kaffee trinken, bevor der kalt wird. Hier. Da rechts ist dann der Bahnhof. Also wenn du hier mit dem Zug fahren willst, dann musst du erst mit dem Taxi hier rausfahren, um an den Bahnhof zu kommen, weil der Bahnhof hier außerhalb der Ortschaft ist und nicht in der Stadt. Ja. Ah, vielleicht fährt da ein Linienbus. Ja, und was gibt's noch Neues? Ich war die Woche schon in Eisenach. Da habe ich auch einen Livestream gemacht. Wer den jetzt versäumt hat, kann den später ja noch nachschauen. Ja, da bin ich auch hin und zurück an einem Tag. Das waren so 900 irgendwas Kilometer hin und zurück. Da habe ich auch wieder einen 15er gemacht. Von früh um 5 und abends um 8 war ich wieder zurück. Genau 15 Stunden. Das ging genau geradeaus mit dem maximalen Zulässigen, an der dritten Ausfahrt verlassen. was man fahren darf. Was für eine dritte Ausfahrt. Was für ein Kreisverkehr. Sicher kein Kreisverkehr. Ach, da kommt der Kreisverkehr, ja. Ja. Die haben ja die Straße umgebaut. Früher ging das da geradeaus vor. Den Kreisverkehr an der dritten Ausfahrt verlassen und in die Straße Ulika-Viadukt fahren. Früher ging das geradeaus weiter her. Und jetzt haben die da das umgebaut. Ja, und die Spritpreise hier, Diesel und Benzin, beides 5,79. Also beides gleich, genau gleich, 5,79. Und das andere, die anderen Preise, das war Diesel Plus und Super Plus und so weiter. Und ich weiß nicht, für welche Autos man das braucht. Weil ich habe mal, wo war das? Irgendwo habe ich mal einen Beitrag gesehen über die, ob sich das überhaupt lohnt für diese, mit diesen Super Plus da. Das ist eigentlich für die normalen Autos gar nicht relevant. Das ist nur damit man den Leuten noch mehr Geld aus der Tasche zieht, weil das Benzin ja noch nicht teuer genug ist. Ne? Aber es muss offenbar genug Leute geben, die das tanken, obwohl es für ihr Auto gar nichts bringt. Und sonst würden die das ja nicht verkaufen. Ne? Wenn sie keine Kunden finden würden, die mehr Geld ausgeben würden für das, dann wäre das schon längst wieder eingestellt. Ne? Ja, für Sportwagen mag das okay sein, weil die höhere Drehzahl fahren, ne? Aber für einen normalen, vor allem mein Truck hier, der wird mit normal fahren, also da bräuchte ich
Da bräuchte ich 91 Oktan, würden da schon reichen, ja, und ich tanke immer 95. Und hier links ist ein Blitzer und wie man sieht, der ist schön gelb angemalt, den kann jeder sehen von der Entfernung. So macht man das hier in Polen. Und das, so wie in Deutschland, wo sie schwarz angemalt sind, um ja die Leute abzuzocken. Ne? Und hier sind wir vorhin von rechts gekommen, weil wir sind ja über Saran gekommen, von Skorzelec aus, und jetzt fahren wir hier aber noch woanders hin. Ja, da ist ein Schrotthändler links, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt im Bild, und der hat oben als Ausstellungsstück ein Polizeiauto gehabt. Ne? Wer wohl hier dieses Polizeiauto zu Schrott gefahren hat, ne? Das würde mich mal interessieren, was da passiert war. Und hier steht noch der Meister links auf dem Feld. Der ist am lange überfällig. Oder die machen da draus Sprit, Biosprit vielleicht. Boah, und jetzt guckt doch mal an, was für ein riesen Nummernschild das der LKW da vorne dran hat. Ne? Also er hat unten dran im Rahmen noch das normale, aber bei Baustellenfahrzeugen wird es ja gern dreckig. Da hat er noch ein riesengroßes Nummernschild. Ich kenne das auch von Russland her. Da haben die LKW das immer entweder mit Kreide aufgemalt oder mit so einer weißen Sprühfarbe hinten aufgesprüht, die Autonummer. Weil wenn du da durch die Taiga fährst, na, da hast du ja selten solche Straßen wie hier sind gut ausgebaut. Da fährst du ja oft auf Pisten, die nur gewalzt sind, also Schotterpiste gewalzt ohne Asphaltbelag. Ne? Und wenn du da 1000 Kilometer fährst, dann sieht natürlich die Karre entsprechend aus. Ne? Ich kann mich noch erinnern an meine Zeit in den 90er Jahren, als wir Russland gefahren sind. Heute fährt man das ja nicht mehr. Du kommst ja nicht mehr, weil durch Ukraine musst du ja lebensmüde sein, wenn du über die Ukraine fährst mit Richtung Russland. Und über Weißrussland darfst du nicht fahren im Transit. Das ging eine Weile, aber seit die EU da die Sanktionen hat, haben die Gegensanktionen gemacht. Du darfst jetzt mit LKWs nach Weißrussland reinfahren, ja, musst aber dort abladen bei einer Spedition in Weißrussland und die fahren dann weiter nach Russland oder Kasachstan oder wo auch immer hin. Du kriegst also keine Transitgenehmigung mehr, da durchzufahren. Ja, und eine andere Möglichkeit hast du nicht. Es sei denn, du fährst über Balkan, Türkei und dann von unten rein nach Russland. Ist aber ein riesen Umweg. Ne? Das macht quasi dann niemand. Ja, es wird schon gemacht, also bei Waren, wo es nicht anders geht, ne? Die unbedingt transportiert werden müssen. Und ist natürlich auch risikobehaftet, ne? Weil ich meine, es gibt zwar keine Sanktionen gegen Kasachstan, aber du musst, um nach Kasachstan hinzukommen, durch Russland durchfahren. Und die sehen dich natürlich nicht gern, die Russen, mit dem deutschen Nummernschild oder dem europäischen Nummernschild. Ne? Da kommst du keine 10 Kilometer, da bist du schon 200 € Schmiergeld los. Ne? Die sehen das Nummernschild und schon halten sie dich an, also das bringt auch nichts, weil da bezahlst dich dumm und dämlich, bis du da durch bist, ne? Weil das sind ein paar tausend Kilometer, bis du da quer durch Russland bist nach Kasachstan. Da hast du auch nur die Möglichkeit, also entweder fährst du nach Weißrussland und lädst dort um bei einer entsprechenden
Spedition dort oder über die Türkei und dort fährt die türkische Spedition weiter mit türkischen Nummernschildern, ne, weil mit deutschen Nummernschildern brauchst du nicht, auch mit polnischen Nummernschildern, so wie wir es haben, brauchst du nicht. Ja, und da war noch eine gelbe Kamera. Ja, das geht natürlich auch. Und wenn du dir diese ganze Umladerei sparen willst, dann machst du es gleich so, du fährst mit der Zugmaschine zu der weißrussischen Spedition hin, holst dort einen Auflieger von denen, fährst rüber zurück, lädst den hier und bringst ihn dann wieder zurück, dann brauchst du nicht umladen. Und dann machst du da quasi so einen Staffelverkehr hin und zurück, fährst dann dorthin, stellst den beladenen Auflieger ab, nimmst den leeren wieder mit zurück und so weiter. Das geht. Das hat natürlich nichts mehr mit dem Abenteuer zu tun, die wir in den 90er Jahren gehabt haben, wenn wir da auf dem Landweg direkt selbst gefahren sind. Na. Damals gab es ja noch die ganzen Grenzen. Da hat so eine Fahrt hin und zurück so 6 Wochen gedauert, bis wir wieder da waren. War immer davon abhängig, wie wir an der Grenze schikaniert wurden. An den Grenzen sind ja mehrere hin und zurück. Na, in den 90er Jahren, da gab es ja sogar noch zwischen Deutschland und Polen die Grenzen. Da hast du immer viel Zeit verloren mit dem ganzen Scheiß. Selbst wenn du Zollverschluss und Tierpapier hattest, na, das wird jetzt den Nichtfachleuten nichts sagen. Das sind, wenn du an die Lastwagen immer siehst, diese blauen Schilder mit den 3 Buchstaben TIR, die haben dann so ein spezielles Zollpapier, ne, Zolldokument. Aber das musst du auch an der Grenze herzeigen. Dann geht der mit dir raus, guckt an, ob die Plombe noch ordnungsgemäß dran ist und dann gibt er deinen Stempel in das Papier und dazu musst du auch erst einmal drankommen an die Grenze und ihn finden, der frei ist und mit dir da rausgeht, um das abzustempeln. Ja. Und da stehst du halt dann auch ein paar Stunden. Ja. Und wenn dann außer dir noch 100 andere auch da sind, die genau das gleiche Papier haben, ne, und abgestempelt werden wollen, dann ist das auch nicht mehr so einfach. Ja, jetzt habe ich ganz verpasst, wie die Ortschaft hier heißt, wo wir gerade sind. Und wir hatten noch kein Funkloch. Ja, normalerweise dürfte es auf dieser Strecke jetzt auch keine Funklöcher geben, weil wir fahren ja jetzt auf freiem Feld sozusagen. Aber in Schwagow sind wir. Schwagow waren wir hier. Aber von Skoselec hier rauf zu, das ist eine Strecke, da fährt man die ganze Zeit durch den Wald durch, da wäre eh nichts gewesen mit Verbindung. Deshalb habe ich da auch keinen Livestream gemacht. Aber hier haben wir richtig Glück mit dem Wetter. Und es ist sogar relativ warm draußen mit 14 Grad plus. Für November ist das warm. Ich habe aber vorhin, als ich von Skoselec hochzus gefahren bin, durch den Wald durch schon Eis gesehen auf den Wiesen am Waldrand da. Ne? Und da scheint es also doch kalt gewesen zu sein in der Nacht. Ja, und weil wir hier jetzt gerade sind, offiziell dürften wir hier 70 fahren. Offiziell dürften wir hier 70 fahren und ich fahre jetzt hier 80. Das sind
sogar GPS 80. Ja, ich meine, ich habe einen geeichten Tacho, ne? Das sind die 80 auch wirklich 80. Und das machen alle so, ne? Aber wenn normal, also mit einer Seifenkiste dürfte es 90 fahren, aber mit dem Truck dürfen wir hier noch 70 fahren, aber da hält sich keiner dran, fahren alle 80, 85. Ne? Ich bin ja noch nie angehalten worden in Polen wegen schnellen Fahren oder so. Da musst du schon extrem treiben, damit sie dich da mal rausziehen. Wenn du halbwegs ordentlich fährst, kommst du gut durch. Gucken das. Emotion. Pflege raus. Welche Emotion? Gut, ich sehe gerade nichts. Oh, hier oben gibt es hier noch was anderes. Hier oben ist was. Ja, hier geht's zäh voran. Hier geht's. Ich weiß nicht, warum es da nicht vorangeht. Ja, lassen wir die mal raus. Na komm. Na komm, es ist eh rot da vorne. Jetzt ist eh rot. Und da ist ein Dino, die fahren hier alle auf der Dino-Parkplatz. Und wir fahren weiter Richtung Zielona Góra, also Grünberg. Svitnica, da ging es nach Svitnica. Und das war ja alles der ganze Stau nur wegen dieser Ampel da. Naja. Lesnjov, Wilki, bis Zielona Góra sind es noch 13. Da bin ich auch schon ein paar Mal gewesen, da gibt es auch entsprechende Videos davon. Aber heute fahren wir dort nicht hin. Wir müssen jetzt noch woanders. Heute mal außergewöhnlich mal an einem Freitag ein Livestream, weil, ja, wenn ihr das Fenster zumacht, dann pfeift es an, da da war es irgendeine Markierung, irgendein Stein für irgendwas, keine Ahnung, was das zu bedeuten hatte hier. Jetzt sind wir hier im Wald, hier gibt es nichts zu sehen. Ich habe gedacht, hier wäre das alles frei, aber nee, hier gibt es auch Wald. Ich bin noch immer im Park, noch kein Funkloch. Das ist richtig ein Wunder.
Also wer es nicht von Anfang an verfolgt hat, wir kommen jetzt von Krosno Odrzycki und fahren Richtung Glogow weiter. Da vorne ist jetzt wo Zielona Gora. Zielona Gora bedeutet auf Deutsch Grünberg. Wer damit was anfangen kann mit diesem Namen. Aber wir sind jetzt gleich an der Stadtgrenze, ist nicht mehr, aber da sieht man ein bisschen mehr als wie hier nur die Bäume. Ja, und da kommt die Fahrschule. Ja, was ich gerade sagen wollte vorhin, hier in Polen außerorts mit der Seifenkiste darf man da 90 fahren und mit dem Traktor 70. Aber an die 70 hält sich kaum jemand. Also ich habe noch keinen erlebt, der tatsächlich 70 gefahren wäre. Ich fahre jetzt auch 85. Aber was ich noch sagen wollte vorhin, ich habe hier in der letzten Ortschaft hat man ja diesen gelben Dauerblitzer da. Es gibt natürlich auch in Polen die Möglichkeit, dass die Polizei irgendwo steht mit einer Radarpistole, ne, oder Laserpistole oder wie das Ding heißt. Ne. Das habe ich heute früh gesehen. Da standen die wo, als ich von Skorzelec hierher gefahren bin. Und da habe ich das also gesehen, da standen die mitten im Ort. Aber wir haben es ja zum Glück uns an die Geschwindigkeiten gehalten, da gab es kein Problem. Ja, das war mir klar, dass das jetzt einer kommt von vorne. Und ich da nicht dran vorbeikomme. Mit den Lastwagen hier. Ah, jetzt. Das war jetzt wieder typisch. Die ganze Zeit kommt kein Gegenverkehr und dann, wenn ich auf meiner Seite ein Hindernis habe, dann kommt natürlich ein dicker, fetter Lastwagen entgegen, dass man nicht aneinander vorbeikommt. Ja, guck, jetzt ist kein Hindernis, jetzt kommt wieder niemand. Na, so ist es immer. Das Licht habe ich an, oder warum sieht mich der nicht? Jetzt müssten wir eigentlich gleich. Kann immer weit sein, da kommt das Zielona Gora. Ja, morgen wird es dafür. Kreisverkehr an der dritten Ausfahrt verlassen. Morgen wird es dafür keinen Livestream geben, ne, weil jetzt sind wir ja heute unterwegs. Ja, man kann auch nicht jedes Wochenende irgendwo hinfahren, das geht auch nicht. Jetzt schauen wir mal, hier zeigt es an 12,8 Grad und bei mir zeigt es an 13, also das stimmt einigermaßen überein, weil mein Thermometer hier keine Kommastellen hat. Kreisverkehr an der dritten Ausfahrt verlassen und auf die 32 fahren. Ist das hier ein mehrspuriger Kreisverkehr oder nicht? Weil breit genug wäre er für mehr Spuren, aber aufgezeichnet sind keine. Ne? Da kann jetzt hier jeder fahren, wie er lustig ist. Also geht's auch, ne?
Die Linien kommen vielleicht noch später. Das sieht hier so aus, als hätten sie das erst neu gemacht. Und hier ist das Ortsschild Silona Gora. Hier brauchen wir aber nicht 50 fahren, weil 50 muss man nur ab dem Schild fahren mit den, das weiße Schild mit den schwarzen Häusern drauf. Und hier war jetzt nur der Ortsname gestanden, aber der hat nichts zu sagen. Das ist nur eine Information. Hier darf man also ganz normal weiterfahren. Außer hier jetzt, da ist natürlich 60. Ich werde dann später die Kommentare noch lesen, weil während der Fahrt ist das ein bisschen schlecht. Den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen. Aber wenn es ja Möglichkeit ergibt, dann halt immer kurz an. Das ist kein Problem. Wir haben ja noch eine längere Strecke zu fahren heute. Wir fahren ja nicht nach Silona Gora. Das ist ein Stück weiter noch. Ausfahrt verlassen und auf die 32 fahren. Hier haben sie jetzt doch tatsächlich 2 Fahrspuren eingezeichnet, siehst du. Das wird bei dem vorherigen dann auch noch gemacht werden. Mehrspuriger Kreisverkehr, ne? Aber der ist weiträumig ausgebaut, also da gibt es kein Problem. Und die Fahrspuren sind auch verständlich angebracht. Ich weiß, in Skorzelec im Kreisverkehr, das ist ein kleiner Kreisverkehr, da sieht es auf den ersten Blick also aus, als hätte der 2 Fahrspuren, aber die rechte Fahrspur, die geht dann an der übernächsten Ausfahrt rechts weg, ne? Und wenn ich da auswärtiges Nummernschild vor mir sehe, dann weiß ich genau, der zieht jetzt gleich vor meine Nase, weil es im letzten Moment dann bemerkt, oh hoppla, ich muss ja nicht in die Richtung, ne? Und weil das ist auch blöd gemacht so, ne? Der Gedanke dahinter ist schon nicht schlecht, weil die, wo Richtung Deutschland müssen, die bleiben im Kreisverkehr, fahren noch eine weiter und die nicht Richtung Deutschland wollen, sondern nur in die Stadt rein, die können die rechte Spur nehmen, aber die meisten checken es halt nicht. Ne? Es steht zwar vorne dran ein Wegweiser, ne, aber die meisten checken das nicht, dass die rechte Fahrspur nicht ganz rumgeht um der Kreisel. Ne? Aber der ist halt auch entsprechend klein noch, ne? Und nicht so wie hier jetzt, der war ja gut ausgebaut da. Ja, und wir fahren jetzt da so um Silona Gora herum. Vieles sehen wir hier nicht, hier ist Gewerbegebiet. Da ist eine Spedition. Ja, jetzt ist ein bisschen schwierig, da jetzt rauszukommen. Heute ist viel Verkehr. Sind wir nicht alleine unterwegs. Und wo wir heute noch hinfahren, nach Glogow, da waren wir noch nicht. Da gibt es auch kein Video davon.
hier von Silona Gora gab's, da war ich schon mal ein paar Mal. Da gibt es auch ein paar Videos davon. Ich kann mich gar nicht erinnern, gibt es hier irgendwie eine Burg oder ein Schloss, wo wir mal waren? Kann ich jetzt gar nicht sagen, wo wir da mal... Den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen und in die Straße Trasa-Ponokna fahren. Ob es hier irgendwas Tourismusmäßiges gibt, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ah ja, was ich noch sagen wollte, als ich von Skorzelec Richtung Krosno gefahren bin, da habe ich bei Zari einen Kantor, also eine Wechselstube gesehen. Da gab es 4 Spotty 21 für den Euro. Während in Skorzelec gibt es nur 4,14. Ne? Sind also 7 Groschen mehr. Ist natürlich klar, wenn man nur schnell rüber will zum Tanken oder so, oder dann fährt man nicht 30 Kilometer zum Geldwechseln, ist schon klar. Aber wer weiter reinfährt nach Polen, für den sei es jetzt ein Tipp, erst in Zari Geld wechseln, da gibt es ein bisschen mehr dafür, als wie in Skorzelec. So, hier können wir jetzt die Fahrspur. Ja, und jetzt habe ich genau das Problem, weil ich hier auch ortsunkundig bin und habe mich hier jetzt auf die falsche Reihe einsortiert. Und hier wollen wir raus. Ja, mehrspuriger Kreisverkehr, ne? Und das als Deutscher. Sagt man ja immer, Deutsche haben ein Problem mit Kreisverkehr, weiß auch nicht warum. Wenn so viel weniger Kreisverkehr als wie anderswo gibt es ja in Deutschland auch nicht. Das hat man hier ja genauso. Gut, die Engländer und die Franzosen, die haben das viel weiter. Da gibt es ja überall Kreisverkehr, da gibt es ja kaum noch richtige Ampeln. Aber ich finde es aber auch übertrieben, an jedem Dings so einen blöden Kreis zu machen, ne? Weil vor allem auf den mehrspurigen... Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen und in die Straße Trasa-Ponokna fahren. Vor allem auf mehrspurigen Straßen behindert so ein Kreisverkehr mehr, als dass er nutzt. Meine Meinung nach. Ne? Vor allem, wenn du dann wieder Leute vorne dran hast, die abwarten, wenn die schon stehen bleiben, wenn gegenüber einer reinfährt. Ne? Und andere, die im Kreisverkehr sind, die können reinlassen. Die denken, der Kreisverkehr gehört ihnen allein. Das gibt es auch. Und da ist der ganze Nutzen, den das bringen soll, dann wieder ad acta gelegt. Ne? Im Prinzip, ich habe immer der Meinung, für einen Autofahrer bringt es eigentlich gar nichts. Das ist nur für die Stadt, weil sie dann keine Ampeln warten müssen und keinen Strom bezahlen müssen. Ne? Aber ob du jetzt vor einer roten Ampel stehst oder vor dem Kreisverkehr, wo du nicht reinkommst, ne? Ach, und guck mal an, was die hier für interessante Leitplanken haben. Amerikanisches System mit den Pfosten und den Seilen. Die haben also nicht Stahlschienen hier, wie sonst üblich, sondern diese Seildinger. Ich weiß jetzt nicht, was da besser ist. Weil in beiden Fällen, wenn du da reinfährst, ist das Auto kaputt. Und so einen großen Lastwagen hält es wahrscheinlich eh nicht ab. Der pflügt da durch, egal welches System das du da aufbaust.
Da müssten die Dinger viel höher sein noch. Viel stabiler. Ich glaube 3 Meter sind die im Boden verankert oder 4, ich weiß es gar nicht. Wie weit werden die reingekloppt? Ja, und der Stau hier, das ist jetzt das, was ich gesagt habe, der berühmte Kreisverkehrsstau. Und wenn jetzt da Den vorne Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen. wenn es da vorne eine Ampel wäre, würde es auch nicht langsamer vorangehen. Kreisverkehr ist ein Vorteil, wenn du nachts um 3 irgendwo durchfährst, da brauchst du nicht an der roten Ampel anhalten, die dann noch wahllos rot zeigt. Ne? So, da kannst du durchziehen beim Kreisverkehr, aber tagsüber, wenn viel Verkehr ist, sehe ich da keinen Unterschied, dass da was irgendwie besser wäre. Stehst so und so im Stau. Jetzt muss ich schauen, ist noch was da von meinem Kaffee. Ach, jetzt muss ich mal kurz schauen. Wo waren wir denn? Welchen Kommentar hat man denn zuletzt? Ich bin. Fahren Ich jetzt. bin aus Krosno. Ah, da schreibt jemand aus Krosno. Ah, ich halte jetzt da irgendwo an und dann lesen wir mal eure Kommentare durch. Weil wir haben ja doch noch 60 Kilometer bis zum Fahrziel. Ne? Und so lange will ich euch jetzt nicht warten lassen mit den. Ich sehe da hinten blinkt einer, macht einer dauernd Fernlicht. Warum? Also nicht auf mich, sondern auf ein anderes Auto. Ich weiß nicht, was die wieder haben an sich da. Jetzt hat er Dauerfernlicht an. Oh, da will jetzt muss ich schauen, dass ich möglichst nah an den rankomme. Hinter mir will einer nach Nee, rechts. das kann nicht. Das gibt's Ja, ein Stück müssen wir noch vor, also. Ein Stück müssen wir noch vor. Dann können die da vorbei, die wollen wahrscheinlich dort zum Lidl fahren, weil da habe ich was gesehen, da ist rechts ein Lidl. Und ich sehe immer noch im Rückspiegel, dass der da mit dem anderen da ständig das Fernlicht macht. Ich weiß nicht, was die haben für ein Problem. Ich meine, der vorne dran kann ja im Stau auch nicht schneller fahren wie der andere. Ne? Ich weiß nicht, was da wieder war. Manche regen sich ja über jede Kleinigkeit schon auf. Ne? Jetzt kommen sie gleich vorbei, die beiden Streithähne, das sage ich mal. Nee, der fährt nicht weiter, der fährt jetzt absichtlich langsam, um den anderen zu blockieren. Zwei Frauen sitzen in dem Auto. Ah, jetzt hat das Geblinke aufgehört, ich weiß nicht. Oh, der Mopedfahrer hier, sein Rückspiegel, der zeigt nach oben, also so wie der Rückspiegel eingestellt ist, weder der linke noch der rechte kann da irgendwas sehen. Das bedeutet also, er guckt nie nach hinten, weil es ihm egal ist.
Das sagt dann schon alles. Weil normal stellt man sich ja die Spiegel so ein, dass man irgendwas sehen kann. Ne? Boah, das dauert hier ewig. Und das Zielona Gora ist ja jetzt nicht so groß eigentlich. Ne? Ja, und jetzt drückt sich der Bus hier auch noch rein wahrscheinlich. Oh. Na, da haben wir wieder was erwischt jetzt hier. Ich wollte eigentlich ein Fahrvideo machen und kein Stehvideo, ne? Jetzt sieht man nichts die ganze Zeit, nur den Laster vor uns. Und so wie wir hier im Stau stehen, würde man im Stau stehen, wenn da vorne eine Ampel wäre. Also ich kann da nicht sehen, dass man im Kreisverkehr irgendwie schneller wäre. Was immer viele behaupten. Ja. Und jetzt müssen wir die noch irgendwie hier reinlassen. So nach und nach. Reißverschlusssystem, jeder lässt einen rein. Das scheint hier sogar zu funktionieren. Der andere fährt hinter mir rein und versucht sich nicht auch noch vor mir reinzudrücken. Boah. Da bin ich jetzt richtig überrascht, dass die das so perfekt hier beherrschen. Normal hat man es mit dem Reißverschlusssystem immer ein bisschen ein Problem, ne? Das ist ja noch so ewig weit vorne, jetzt muss ich mal schauen. Was haben wir denn da? Hallo Görlitz, das haben wir schon in Waldenburg, Waldbrütschig, aha, Eulengebirge. Gute Fahrt, mein Bester, ja, danke Thomas. Ich bin in Krosno geboren, Darm, jawohl, sehr schön. Kennst dich gut aus. Ich weiß jetzt nicht, was das auf was du dich jetzt beziehst mit der Antwort, was kommt aufs Auto an. Fühlt sich für dich an, als ob du nach Hause fahren würdest, ja. Ja, das ist das, wenn man seine eigene Gegend mal kennt von früher, wenn man das mal wieder sieht. Ja, das Zielona Gora hat einen großen Markt am Stadtrand. Ja, genau, da waren wir da damals auf dem Markt. Ich wusste doch, irgendwas war da mal. Weshalb wir hierher... Ja, reichen die das mit die Seile für einen LKW? Ja, auf der linken Spur, ja, Tom, da hast du recht. Das ist mir auch aufgefallen, dass die jetzt auf der linken Spur irgendwie schneller vorankommen. An der zweiten Ausfahrt verlassen und in die Straße Trasa Pologna fahren. Also ich kenne das immer so,
Sonst fahre ich in der Stadt immer auf der rechten Spur, weil es da schneller geht, weil da immer wieder Rechtsabbieger dazwischen sind, die mal rausfahren und dann hat man, aber hier scheint es genau andersrum zu sein. Die Linken, die fahren ständig an mir vorbei. Den blauen Transporter, den sehe ich schon gar nicht mehr, wo der ist. Der ist schon weit vorne drüber, ne? Ja, ich komme jetzt aber auch nur schlecht da rüber auf die andere Seite und dann da lassen wir das. Jetzt sind wir gleich drüber hier. Da gibt es einen McCafe. Da fahren wir jetzt aber nicht hin, weil ich habe mal meinen Kaffee selbst dabei. Der ist jetzt auch schon fertig. Die Kaffeekanne ist auch schon leer. Jetzt wird es Zeit, dass Feierabend wird. Aber ich habe noch 66 Kilometer und dann bin ich noch lange nicht zu Hause. Dann bin ich erst in Glogow. Und von Glogow nach Skorzelec ist es bestimmt dann auch wieder eine Stunde. Ne? So, den können wir nehmen. Da ist frei, jawohl. Oh, das ist jetzt hier ein bisschen kompliziert mit Fahrspuren, die sich gegenseitig überschneiden. Ne? Boah. Aber wir sind doch gut durchgekommen jetzt im Kreisverkehr. Wir hatten nur eine große Wartezeit davor. Ne? In 1,5 Kilometern rechts abfahren. So, es geht weiter. Die Kommentare habe ich bis jetzt auch beantwortet. Ne? Gut, super. Das habe ich schon gelesen, dass man links halten muss im Kreisverkehr. Ne? Wie gesagt, das ist mir schon aufgefallen jetzt hier an dem. Ne? Aber ich wollte jetzt nicht mich darüber drängeln. So. Makro. Also dieses Makro, das sieht aus wie in Deutschland die Metro. Metern rechts abfahren zur S3, dann rechts halten. Weil die Metro, die hat das auch, dieses blaue Wellblech mit der gelben Schrift oben drauf. Wir wissen, dass Makro jetzt irgendwie eine Tochtergesellschaft ist von Metro. Zur S3, dann rechts halten. Aber jetzt müssen wir erstmal hier. Oh! S3, das bedeutet Maut. Jetzt schickt die mich über die Mautstrecke. Das hat mir jetzt gerade noch gefehlt. Rechts halten und auf die S3 fahren. Ich habe aber noch gar nicht dieses Schild gesehen, das auf die Maut hinweist. Naja, ich habe ja einen Transponder. Und auf der S3 bleiben. Ich habe ja einen Transponder, der bucht ja automatisch ab. Da brauche ich mich nicht drum kümmern. Das ist jetzt... Wann war ich zuletzt in Polen auf einer Mautstrecke? Weil normal fahre ich nur Landstraßen. Ne? Ich fahre ja normal in Polen nicht weit weg, sondern habe ja immer nur so meinen Nahbereich. Skorzelec, Luban und Bolesławiec war ich mal, aber da gibt es ja auch keine Mautstrecke da hoch zu. Ne? Ja, hier sehe ich das Schild mit dem Maut. Ab hier kostet es, ja, danke. Der S3 folgen. Ja. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich... Da müsste es doch normalerweise auch eine Landstraße geben. Naja, ich gucke hier gerade, es zeigt mir hier auf meiner Übersichtskarte an, da läuft eine gelbe Straße parallel, aber die hat ziemlich viele Kurven drin. Ne?
Da muss man schauen. Legnica, Silona Gora, Krosno Odrze. Also hier kann man wieder, wenn man hier rausfährt, kommt man wieder zurück nach Krosno. Aber das ist mir bei meiner Routenplanung gar nicht aufgefallen, dass da eine Schnellstraße ist, eine mautpflichtige, da habe ich irgendwie nicht aufgepasst. Oder das Navi schickt mich jetzt hier und es gibt noch eine andere Möglichkeit, das ist natürlich auch der Fall. Weil aufs Navi kann man sich auch nicht immer verlassen, so wie vorhin. Wollte es mich durch gesperrte Straßen durchschicken. Ja. Jetzt fahre ich dann ein Stück, weil da die Straße da nebendran, die hat ziemlich viel Kurven, da fahre ich noch ein Stück und fahre dann erst raus. Dann spare ich mir die Kurven. Aber ich finde ja das schon mal gut, dass man in Polen zumindest die Landstraßen, kleineren Straßen kostenfrei benutzen kann. Auch die Bundesstraßen, die kosten ja eigentlich nichts. Nur hier die Schnellstraßen kosten was. Während in Deutschland muss man ja auch die Bundesstraßen bezahlen. Jetzt muss ich doch mal nur einen Schluck trinken. Ah, da ist ein KFC. Da habe ich auch mal was gesehen von. Wie heißt der gleich nochmal? Ah ja, Sebastian Lege. Der hatte mal die KFCs auseinandergenommen. Ne? Da, wenn du dem Sebastian Lege mal ein paar Sendungen von dem gesehen hast, da traust du dir gar nichts mehr zu essen. Ne? Weil überall sind Sachen drin, die du eigentlich gar nicht willst. Ne? Oder eins habe ich auch gelernt, wenn ich so auf irgendwelche Sachen, zum Beispiel bei Frischkäse, da muss Frischkäse draufstehen, dann ist es auch wirklich Frischkäse. Wenn irgendwas anderes draufsteht, dann ist es nur imitiert mit irgendwelchen Zusatzstoffen. Und wenn man irgendwas mit Zubereitung liest, dann bedeutet das Wort Zubereitung ist quasi eine Umschreibung für gepanscht. Da werden dann die guten Zutaten gepanscht. Und da ist dann auch ein Vergleich mal gemacht worden bei so Verpackungen aus den 90er Jahren gehabt und hat da die Inhaltsstoffe gelesen, ja, und da war also noch wesentlich mehr wirkliche Lebensmittel drin in den Sachen, ja, die hochwertigen Sachen, da waren zum Beispiel noch echte Haselnüsse oder Erdbeeren oder was auch immer. Der Prozentanteil war da höher als wie heutzutage. Heutzutage ist alles nur noch gepanscht, dass es so aussieht, als ob, aber die guten Sachen sind eigentlich gar nicht mehr drin. Ne? Und wenn da nur in Spurenelementen, ne? Da geht mir jetzt mal die Galle hoch, wenn ich dann sowas sehe, wie man da beschissen wird als
als Kunde und dann natürlich den doppelten Preis bezahlen. Weniger gute Zutaten, mehr Stoffe, diese Ersatzstoffe, weniger Packungsinhalt in derselben Packungsgröße und dafür der doppelte Preis. Ne? Also, boah, wie man da verarscht wird, man hat nur noch den Eindruck, dass man überall abgezockt wird, egal um was es geht. Ne? Ja, ich weiß jetzt nicht, wo ich da Hydrorat-Eutin, ja, ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt da runterfahre. Weil ich kann ja dann, wenn ich runterfahre, kann ich ja nicht mit dem Navi weiterfahren, weil das schickt mich dann ja wieder hierher zurück. Das findet ja keine Alternativstrecke. Ich habe zwar jetzt eine Karte dabei, aber die habe ich jetzt nicht griffbereit. Die müsste ich erst rauskramen und dazu müsste ich ja erst mal irgendwann halten. Aber jetzt können wir zumindest ein bisschen Zeit gut machen von dem Stau, wo wir gerade Zeit verloren haben. Können wir ein bisschen Zeit gut machen. Ist sauber und ordentlich, dass hier alles ist. Ja. Ja, ich weiß natürlich, dass es nicht überall in Polen so aussieht, ist schon klar. Aber ich sehe hier auch nirgendwo Dreck rumliegen. Ja. So bei anderen Autobahnen, da sieht man dann immer links und rechts Dreck rumliegen, ja, wo die Leute ihren Müll aus dem Fenster schmeißen. Ja, aber auch das ist hier nicht der Fall. Ist wirklich sehr schön hier. Ja, und ich habe, wer es noch nicht mitgekriegt hat, ab 1. Oktober gibt es ja jetzt in Polen auch Pfandflaschen. Ich habe aber noch keine gesehen, weil ich kaufe auch Wasserflaschen ein beim ja, ist jetzt egal bei welchem Markt, ne? Und da muss ja dieses rechteckige Symbol draufstehen mit und ich sehe immer nur dieses Recycle-Symbol auf den Plastikflaschen. Ne? Das bedeutet also, es sind noch jede Menge Flaschen im Verkaufsumlauf, die noch pfandfrei sind. Ne? Die schmeiße ich immer in die gelbe Tonne. Ne? Und die Deckel machen wir immer ab, die werden ja in Polen separat gesammelt. Ne? Für einen guten Zweck. Da wird Granulat draus gemacht, soweit ich weiß. Ich habe das mal wo gelesen. Und warum jetzt auch Polen gezwungen wurde von der EU mit diesem Pfandscheißdreck da zu machen, das ist ja nur überflüssig. Ne? Ich war jetzt heute früh beim Einkaufen auf der deutschen Seite. Da wollte ich Pfandflaschen zurückbringen, war der Drecksautomat kaputt. Und an der Kasse haben sie sie nicht genommen. Ne? Das ist jedes Mal ist dieser Zirkus mit diesem Mist. Ne? Was du da an Zeit verlierst mit dem Dreck. Ne? Und jetzt habe ich die ganze Kiste mit diesen Flaschen noch vorher ja jetzt sinnlos spazieren mit. Ne? Ah. Dann nehme ich sie wieder mit heim, dann tue ich sie zu Hause wieder ausladen. Und das nächste Mal muss ich wieder extra rüberfahren für den Scheiß. Vor allem, weil wir ja jetzt zwischen Görlitz
und Squaschewitz immer außen rumfahren muss, weil die Stadtbrücke gesperrt ist. Die Johannes-Paul-Brücke wird zurzeit saniert. Das geht noch den ganzen November so. Und über die Autobahn bin ich neulich gefahren. Da habe ich eine Stunde Zeit verloren im Stau. Ja, und die andere Strecke, da war zwar kein Stau, aber das ist halt entsprechend länger zu fahren. Ja, für die Strecke zwischen den beiden Stadtteilen hin und her, da habe ich also 2 Punkte, wo ich da fahre von da nach dort. Ne? Fahre ich normal 5 Minuten, ne? Und bin jetzt 20 Minuten bis eine Stunde unterwegs, weil ich da so außen rumgondeln muss. Ne? Boah, ey. Ja, ihr wisst, das ist Jammern auf hohem Niveau, weil früher gab es, als die Grenzkontrollen noch war, da hat man 2 Stunden gebraucht, aber ich meine, das war vor 20 Jahren, über 20 Jahren. Und ja gut, das ist jetzt wegen der Brückenbaustelle, ja. Aber ich meine, man könnte ja über die Autobahn einfach so fahren, aber da ist ja die Grenzkontrolle auf beiden Seiten. Und deshalb steht man ja auf der Autobahn im Stau, wenn diese scheiß Grenzkontrollen nicht wären. Da müssten wir ja nicht im Stau stehen. Und ich bezweifle nach wie vor, dass diese Grenzkontrollen da überhaupt irgendeinen Sinn machen. Vor allem von Deutschland nach Polen rein. Welche Flüchtlinge sind denn so bescheuert und gehen nach Polen? Da muss man ja arbeiten. Ne? Da gibt es ja keine soziale Hängematte. Also ich habe noch nie gehört, dass irgendwelche Flüchtlinge gab, die Richtung Polen unterwegs waren. Ne? Es sind immer alle in der anderen Richtung unterwegs. Aber ich habe was gelesen von der Grenze in Zittau, zwischen Zittau und über die Tschechei rüber. Da haben sie jetzt vor 14 Tagen oder was war's, ihn erwischt. Der wollte mit dem gestohlenen Auto darüber fahren, hat dann noch versucht, vor der Polizei zu flüchten. Den haben sie aber einkassiert, den haben sie gekriegt. Ne? Nachdem er die Karre dann zu Schrott gefahren hat, auch beim Fluchtversuch. Ne? Obwohl im Moment für den Besitzer ist es ja egal wahrscheinlich, weil ja die Diebstahlversicherung, wenn er Diebstahl versichert ist, aber gehe ich jetzt mal stark davon aus, weil ich meine, eine alte Schrottkarre wird ja nicht gestohlen, wenn dann wird ein neues Fahrzeug gestohlen und die sind ja in der Regel dann entsprechend Kasko versichert. Und da wird es ja dann von der Versicherung ersetzt. Aber trotzdem, also ich will ja ein Fahrzeug und nicht eine Versicherung. Ne? Kann ich mir dann schon vorstellen, dass der Fahrzeugbesitzer, da dem das Auto gestohlen wurde, da nicht begeistert ist davon, dass es nicht wiederkriegt. Aber so mit Streuser und so, entweder kriege ich es nicht mit oder so, aber mir ist nichts bekannt, was in den letzten Monaten irgendwie was gewesen wäre, dass sie da, oder sie geben es nicht öffentlich bekannt, wenn sie ihn erwischen, keine Ahnung. Ich habe mal einen Unfall gesehen, das war auf der A4, das war aber schon weit auf der deutschen Seite, ne? Also weit hinter der Grenze.
Da hat einer wohl mit so einem vollbesetzten Schleusertransporter versucht zu flüchten. Hat natürlich dann die Kurve nicht gekriegt, weil er ja überladen war, ne, und ist dann im Graben gelandet mit den ganzen Leuten hinten drin. Ne. Weil ja die normale Ladung im Transporter, die tust du ja anbinden, ne, Ladungssicherung und so. Ne. Aber die Leute, die stehen da ja drin, ne, und wenn du da die Kurve fährst, dann schwankt die Karre hin und her und da ist er dann umgekippt und im Graben gelandet. Ne? Ich weiß nicht, wie viele Verletzte, aber ja, die packen ja ihre Buden voll. Die fahren ja da nicht mit 5 Leuten hinten drin, sondern mit 20 oder so. Da ist die Karre hoffnungslos überladen. Ne? Und dann noch versuchen, vor der Polizei zu flüchten, ne? wenn du die Karre überladen hast. Also da muss man schon sehr dumm sein, ne? um sowas zu machen. Ne? Dann nehmen sie schon die Dümmsten der Dummen, weil ein normaler wird ja so eine Fuhre gar nicht machen. Ne? So viel Geld könntest du mir gar nicht anbieten, dass sie das Risiko eingehen. Ne? Ich bin mir sicher, dass der Fahrer, der diesen Schleusertransporter fährt, derjenige ist, der am wenigsten Geld kriegt. Ne? Da kassieren schon andere ab. Aber ich muss sagen, das ist richtig schön gebaut hier. Aber ich weiß jetzt nicht, was das Maut, was ich da hier bezahlen muss, das werde ich dann. Links halten und auf die S3 fahren. Das werde ich dann bei der nächsten Monatsabrechnung sehen, was das gekostet hat hier. Aber es ist halt auch entsprechend langweilig, weil man fährt immer nur geradeaus. Ich fahre lieber Landstraße und habe dann ein paar Kurven und ein paar Ortsdurchfahrten und das ist irgendwie interessanter als wie irgendwie hier nur geradeaus stumpfsinnig. Und auf der S3 bleiben. Gut, wenn ich jetzt wirklich eine weite Strecke zu fahren habe, fahre ich natürlich auch Autobahn, weil dann muss man ja Strecke machen, muss man zusehen, dass man vorankommt. Straßenverlauf folgen. Ja, es kann immer weit sein. Jetzt sehe ich gerade die Übersicht, hier hätten wir jetzt auch rausfahren können. Mist. Da wäre jetzt auch eine Möglichkeit gewesen. Da hätte man die kleine Straße jetzt hier nehmen können. Das habe ich jetzt zu spät bemerkt, dass ich hier jetzt rausfahren nicht können. Aber wie gesagt, ich bin das erste Mal in Glogow. Kleine Straße, ja. Da kommen wir jetzt aber nicht mehr raus. Also wie es aussieht und wenn ich die Übersichtskarte jetzt hier richtig interpretiere, kommen wir jetzt dann von rechts nach Glogow rein. Und so wie ich mir das aber ausplaudert hatte, wären wir von links reingekommen. Da muss also auch eine andere Strecke geben. Da habe ich jetzt einen Fehler gemacht, habe mich auf das Navi verlassen. Ja. Aber das ist eh komisch, das Navi will mir entweder auf die Autobahn schicken, aber wenn es 20 Kilometer Umweg sind,
Oder es will mich durchs Wohngebiet schicken, ne? Aber wenn da Sackgassen sind, ne? Also zum Verzweifeln. Jetzt bin ich aber zum Glück einer, der es noch gelernt hat, ohne Navi zu fahren. Aber es gibt ja auch Leute, die sich da blind drauf verlassen, was das sagt. Ne? So schnell fahre ich doch gar nicht. Ich fahre 85. Mal dürfte ich doch gar nicht so schnell an den Lastwagen da rankommen. Oder ist das ein Stundenschieber, der hier punktgenau 80 fährt? Ah, jetzt muss ich erst den PKW hinten dran vorbeilassen. Dran vorbei, der fährt tatsächlich punktgenau 80. Ach, das ist so ein Lebensmittelkutscher, so ein Dino, so ein Supermarktkutscher, genau wie Aldi. Aldi, die fahren ja auch noch Stunden. Ne? Die fahren auch immer punktgenau das, was vorgeschrieben ist. Wenn du dann so in dem Überholverbot vorne dran hast, der Punkt genau die 80 fährt. Ne? Und ich habe dann aber auch festgestellt, ja, hast du so einen, der im Überholverbot genau die 80 fährt und du wartest drauf, endlich ist das Überholverbot vorbei, jetzt kann ich dran vorbeiziehen und dann gibt er auch Gas, dann kann er auch 90 fahren. Ne? Und hier habe ich wieder dieses gelbe Schild gesehen, also orange Schild mit dieser Kreditkarte oder was das darstellen soll. Das ist das Mautsymbol hier. Also wenn ihr mit eurer Seifenkiste fährt, braucht ihr ja kein Maut, es sei denn ihr habt einen Anhänger dran. Da kommt es natürlich drauf an, dann wie schwer der Anhänger ist. Achso, ja, und ich begrüße jetzt erstmal alle, die neu dazugekommen sind. Und wenn ihr jetzt die Strecke nicht kennt hier, weil ihr ortsunkundig seid, wir sind auf dem Weg von Krosno Odrezanski Richtung Glogow. Und Glogow war ich selbst auch noch nie drin. Ich kenne die Strecke zwar nach Zilona Gora, das kannte ich noch. Aber hier, da diese Stadt kenne ich jetzt auch nicht, wo ich jetzt hinfahre. Und ich werde dann noch schnell die Kommentare natürlich beantworten. Gleich im Moment ist es ein bisschen blöd, weil ich hier am Rumfahren bin. Und bis zum Fahrziel sind es laut GPS noch 22 Kilometer. Ja, jetzt haben wir heute 250 haben wir, glaube ich, heute schon wieder gefahren. Jetzt müssen wir noch dahin und dann zurück nach Skorzelec. Aber bis dahin, da habe ich dann den Livestream schon beendet, weil ich lasse nicht die ganze Zeit mitlaufen. Vielleicht nehmen wir euch noch mit in die Stadt mit rein hier. Machen wir eine kleine Stadtrundfahrt hier. Ich weiß gar nicht, wie groß diese Stadt noch sein wird.
Aber hier draußen ist jetzt wenig Verkehr. Vorhin bei Zilona Cora war wesentlich mehr Betrieb. Aber hier sind wir ja fast alleine unterwegs. Ah, da kommt ein Parkplatz, da ziehen wir mal kurz durch. Dann lesen wir mal kurz eure Kommentare durch und beantworten. Die haben ja auch diese singenden Markierungen. Wenn du da drüber fährst, dann geben die ein Geräusch von sich. Das ist, wenn du nachts fährst und müde bist, bevor du im Graben landest, hörst du noch das Pfeifen von den Markierungen da, und dann kannst du noch zurückrudern. Es sei denn, du bist komplett eingepennt. So, und ich ziehe jetzt hier nur an der Rand, weil ich will gar nicht parken, ich will ja nur kurz Kommentare lesen. So, dann schauen wir mal, welchen hat man denn zum Schluss? Nicht weit von McDonald's habe ich meinen Führerschein gemacht. 516. Boah, das war aber billig. In Deutschland kriegst du da 10 Führerscheine für den Preis. Du kannst 10 polnische Führerscheine machen für den Preis, was in Deutschland einer kostet. Thomas Paul, Dankeschön. Patrick, die Navigation stimmt sowieso nie, bei mir auch so. Ja, also gut zu wissen, dass ich damit nicht alleine bin. Ich dachte schon immer, ich wäre zu blöd, das einzuprogrammieren. Ne? Patrick, hallo. Ja, mein Erschweren kommt dazu, dass mein Navi hier auch schon 5 Jahre oder so alt ist und natürlich einige Strecken gar nicht drauf hat. Ne? Wie geht's denn jetzt hier weiter? Darum. Na, und da passiert es dann immer wieder, dass es mich entweder in eine Einbahnstraße reinschicken will, wo früher keine waren, das Navi die nicht kennt, oder umgekehrt. Ich weiß, eine Stadt, da haben die eine Einbahnstraße umgeändert. Die ist jetzt genau in der entgegengesetzten Richtung als Einbahn. Und da, wo vorher Einbahnstraße war, da ist jetzt mit Begegnungsverkehr wieder. Und da sagt mir das Navi immer, sie fahren in die falsche Richtung. Ja? Und so Sachen, die kommen halt nach. Ich hab das ein paar Mal probiert mit dem Update. Ne? Ich konnte das in der Computer runterladen, das Update. Ja, ich habe es jetzt im Computer drin, aber es funktioniert nicht, dass es vom Computer ins Navi übertragen kann. Ne? Das macht es aus irgendeinem Grund, nimmst du das nicht an. Ne? Und naja, mir ist es egal, weil ich habe ja auch noch Augen zum Gucken. Ne? Und wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo liefern will und ich fahre zu einer Firma hin und das Navi will mich in ein Wohngebiet schicken, ne, dann weiß ich, dass das nicht stimmen kann. Oder wenn ich jetzt Richtung Autobahn fahren will und es sagt mir eine Strecke, wo ich sehe, das ist ein Feldweg, dann kann das auch nicht stimmen, dann fahre ich da auch nicht weiter. Ne? Und wobei ich natürlich auf Feldweg fahren könnte, weil wenn es so groß ist, jetzt erstens mal mein Truck nicht, und selbst mit Anhänger und im Notfall
Im Notfall könnt ihr auch noch Allrad einschalten, ne? Aber ich habe schon LKWs gesehen, also richtig große Fernverkehrskutschen, ne, die da auf irgendwelchen Feldwegen rumgeeiert sind. In Die natürlich dann rechts abfahren, dann in die nächste Straße rechts abbiegen. und sich natürlich dann festgefahren haben, weil die Kurven auf dem Feldweg nicht geeignet waren, um mit so einem großen Sattelzug da rumzufahren. Ne? Ich habe jetzt auf YouTube neulich sogar eine Bergeaktion gesehen, also selbst die US Army ist zu blöd dazu, die sind auch mit so einem, ich sage jetzt Elefant, also so, bei der Bundeswehr hießen die Elefant, da diese Panzertransporter, ne? Vierachsige Zugmaschine und so ein Tieflader und da steht ein Panzer drauf und da fahren die Trottel über den Feldweg, also jetzt nicht die Bundeswehr, sondern die US Army, ne? Fahren die Trottel da über den Feldweg. Die nächste Straße rechts abbiegen. Und dann ist natürlich das passiert, was passieren musste. Der Auflieger hinten fährt ja eine kürzere Spur und landet im Feld und da war noch ein Graben, ne? Und dann hat sich der natürlich da festgefahren. Rechts abbiegen auf die 3. Dann in die nächste Straße rechts abbiegen. Was auf die 3 rechts, die nächste Straße rechts abbiegen. Hier ist jetzt ein Kreisverkehr. Jetzt check ich gerade nicht, was die Rechts jetzt von mir abbiegen will. auf die 3, dann in die nächste Straße rechts abbiegen. Hä? Bitte was? Was soll ich jetzt hier machen? Die zeigt mir jetzt den Kreisverkehr an hier. Rechts abbiegen auf die 3. Und jetzt fahre ich hier wieder rauf. Hä? Also ich verstehe jetzt Rechts gar nichts. halten und auf die S3 fahren. Hä? Warum bin ich jetzt hier rausgefahren? Warum bin ich jetzt hier rausgefahren? Oder hätte ich sollen jetzt auf die andere Strecke da fahren? In 6,5 Kilometern rechts abfahren. Oder wollte sie mich jetzt auf die kleine Straße da schicken? Aber da hätte sie nicht rechts abbiegen und rechts abbiegen sagen müssen. Da war ja ein Kreisverkehr. Boah. Naja, da gäbe es eine Möglichkeit, also wenn jetzt da rechts, wo jetzt die Autos fahren, das ist jetzt die Parallelstraße, da hätte ich aber auf den Kreisverkehr da hätte, warum sagt sie da nicht zu mir über den Kreisverkehr? Vor allem, die hat mir hier auf dem Bildschirm diesen Kreisverkehr ja angezeigt, ne? Und will mich aber so schicken, als ob es den Kreisverkehr nicht gibt, also. Das hat mir jetzt total aus dem Konzept gebracht, ne? Aber ich meine, da vorne fahre ich halt die nächste Runde, ob jetzt die Runde fahre oder die da vorne, das macht jetzt eigentlich keinen Unterschied, aber weil ich muss jetzt dann schauen, weil die Adresse, die Hausnummer, wo ich jetzt hinfahren soll, die hat es mir auch nicht angezeigt, hier, die konnte ich gar nicht eingeben. Jetzt habe ich halt die Straße ohne der Nummer eingegeben. Da muss ich dann noch selbst suchen. Aber das habe ich ja oft. Wir will eine Hausnummer eingeben, ne? Zum Beispiel Hausnummer 7 und die zeigt mir an die 5 und die 10, aber nichts dazwischen. Ne? Also, ja, dann nehme ich halt dann die 5 und gucke dann selbst weiter. Ne? So, die Abfahrt, da müssen wir jetzt wirklich runter
Rogow oder wie auch immer man das spricht. Naja, wenn man die andere Strecke gefahren wäre, wo ich jetzt gerade am Kreisverkehr gedreht habe, dann würden wir jetzt hier unten durchfahren. Ne? Das fahren wir halt einen kleinen Umweg, aber ja, okay, kann jetzt auch nichts machen. Ja, ich bin das erste Mal hier in dieser Stadt, deshalb habe ich mich jetzt auf die Navigation hier verlassen. Ja, ich habe einen Fehler gemacht, ich hätte mir das vorher auf der Karte anschauen sollen. Boah, es ist ja schon 3 Uhr wieder. Dann in die nächste Straße rechts abbiegen. Dann wird es wieder 8, bis wir zu Hause sind, bis wir alles gemacht haben. Das ist tatsächlich etwas länger, als ich geplant hatte, als ich kalkuliert hatte von der Zeit. Also zum einen habe ich nicht mit dem Stau bei Zielona Gora gerechnet und zum anderen habe ich nicht gedacht, dass es tatsächlich so weit ist. Ne? Rechts abfahren, dann in die nächste Straße rechts abbiegen. Ich habe gedacht, wir sind hier schneller um die Runde. Das heißt, bin ich gespannt, wie es mich jetzt schickt hier. Aber hier müssen wir auf jeden Fall raus. Hier dürfen wir nicht weiterfahren. Hier müssen wir auf alle Fälle Rechts raus. abbiegen auf die 12, dann in die nächste Straße rechts abbiegen. Ja, notfalls fahre ich jetzt hier nach die Schilder. Da steht es ja angeschildert. Fahren sehen tue ich auch nichts mehr mit der Sonne. Ja, wir müssen quasi jetzt den Lastern da hinterher. Und hier jetzt rechts. Rechts abbiegen auf die 12. Ja. Gut. Der 12 folgen. Gut, jetzt fahren wir wieder mautfrei. Was ist denn das da? Für eine Riesenhalle. Wozu ist denn das da gut? So, jetzt sind es trotzdem noch 10 Kilometer. Boah, ey. Das zieht sich heute wieder wie Gummi. Ich habe gedacht, bis um 4 bin ich zu Hause. Ja, jetzt ist es 15:14 Uhr und wir sind noch bei weitem nicht fertig. Ja, das kann halt auch mal passieren, wenn man wo lang fährt, wo man noch nie war, wo man sich nicht auskennt. Da verschätzt man sich dann in der Zeit. Ne? Aber bin ja mit dem vollen Tank losgefahren. Ja, gestern noch voll getankt.
Jetzt haben wir heute gefahren. Jetzt sind wir bei, lass mal rechnen. Ja, da haben wir heute so Pi mal Daumen schon 300 Kilometer gefahren. So ungefähr. 300 Kilometer gefahren und trotzdem Luftlinie nicht mehr wie 100 Kilometer weg von zu Hause oder so ungefähr jetzt mal rechnet. Ne? Aber wir fahren halt zickzack durch die Gegend. Ne? Das ist im Sommer bestimmt schön hier, wenn die Bäume alle blühen hier, dass die alle grün sind. Jetzt um die Jahreszeit sieht es alles ein bisschen trister aus, ne? Aber ach, da vorne nimmt jetzt einer den Mais. Da ist auch so ein Maisfeld, das schon längst überfällig ist. Aber das ist halt wahrscheinlich kein Futtermais, sondern das ist dann was weiß ich für sag schon, für Öl oder was, für Bio. Das Wort wäre mir jetzt eingefallen, Biosprit, Mann. Nilupia. So, Nilupia. Ist da rot oder nee? Nee, das ist nicht rot. Ne? Nee. Nee, da scheint nur die Sonne drauf. Die anderen fahren ja auch alle. Aber richtig erkennen konnte man das jetzt nicht, ob da rot war oder nicht. Aber gut, wenn es wirklich rot ist, dann blinken die ja abwechselnd, ne? Dann sieht man es wahrscheinlich dann doch. Weil die beiden leuchten, die leuchten ja nicht gleichzeitig, sondern die blinken abwechselnd. Ne? Und da hätten wir es dann ja eigentlich erkennen müssen. Aber das war jetzt blöd, die Sonne scheint da so drauf, dass du das nicht richtig erkennen kannst. Da habe ich mich jetzt auf den Gegenverkehr verlassen, weil aus deren Sicht, die haben ja die Schattenseite. Ne? Wenn die stehen bleiben, dann weißt du, ja, hoppla, das ist wirklich rot. Ne? Ja, außerdem konnte ich sehen, dass kein Zug kommt. Ne? Auf der Strecke fährt ja kein IC. Da fährt ja am Bummelzug. Der kommt dann nicht ganz so schnell an. Den kann man also sehen. Ja, und jetzt werde ich gleich noch mal stehen bleiben und die Kommentare noch mal lesen. Und wer jetzt noch nicht lang dabei ist, nicht von Anfang an dabei ist, wir sind jetzt gleich gegen Glogov oder wie auch immer man das spricht. Ich weiß, das durchgestrichene L, das spricht man nicht das L, sondern eher wie ein B, so wie bei Spotty.
Dann wäre es Burghoff oder so. Ne? Legt mich jetzt da nicht drauf fest auf diese Aussprache. Aber wenn ich da vorne diese Arbeiterschließfächer sehe, das scheint das doch ein bisschen eine größere Stadt zu sein und nicht so ein Kuhdorf. Das sind ja richtig große Häuser da vorne. Typische Plattenbauten, noch aus der sozialistischen Zeit. Damals waren die Leute froh, wenn sie in so eine Wohnung umziehen konnten, weil die waren damals ja modern mit Zentralheizung und allem drum und dran. Ja. In 1 Kilometer rechts halten und auf der 12 bleiben. Wiener Klober. Ja, dann machen wir diese Woche den 2.15er, so wie es aussieht. Ich habe hier noch 2 Positionen, bis ich da fertig bin damit. Ach, das habe ich jetzt übersehen. Hier hätte ich können kurz Rechts anhalten. Ne? halten und auf der 12 bleiben. Rechts halten, das heißt, wir können hier auf die Nebenspur fahren und müssen nicht über der Hauptkreisel. In 800 Metern rechts abbiegen in die Straße Ulika Marsts, Józefa Piłsudskiego. Hä? Fahren die jetzt da alle links oder? Ja, das heißt, wir sollen ja rechts fahren, hat sie mir gerade gesagt. Ne? Hoffentlich bin ich da jetzt nicht eine zu früh dran mit rechts fahren, aber naja, ich fahre dann einfach hier auf der Nebenstrecke vor. Da kann man ja auch vorfahren dort. Hier nicht bis zur nächsten Kreisel und dann rechts, sondern ich kann hier auch rechts und dann fahre ich halt da über den Parkplatz drüber. Aber das ist ein gutes Stichwort, Parkplatz, da halte ich mal kurz an und dann lese ich mal die Kommentare durch. Und hier gibt es auch einen KFC. Ich muss sagen, ich habe das noch nie ausprobiert. Ich bin da noch nie drin gewesen im KFC. McDonald's kenne ich und Burger King kenne ich. Dann diese Sandwichbude kenne ich auch. Oh, hier dürfen wir nicht reinfahren. Da diese, wie heißen die, Subway. Aber KFC habe ich noch nie ausprobiert. Also. Kann ich euch jetzt nicht sagen, wie es da drin ist. Ob das gut ist, ob man das bleiben lassen soll, ob man lieber gar nicht hingeht. Da habe ich freie Plätze gesehen, da kann ich mich quer rüberstellen. Wenn man es nicht darf eigentlich, aber ich will ja gleich weiterfahren, ich will jetzt nur kurz Kommentare lesen und dann
Schauen wir mal weiter. Wo habe ich jetzt die Brille? So, jetzt gehen wir mal hierher. Kommt mal her, Leute. Kentucky Schrott, ja. Genau, Colonel Sanders, Manu. Ja, und da beende ich das jetzt hier erst einmal, weil ich muss jetzt da suchen, wo ich hin muss. Dann wünsche ich euch noch schöne Restwoche. Wohl, heute ist ja schon Freitag, ne? Ja, und dann ein schönes Wochenende anschließend. Und tut den Kanal abonnieren, da könnt ihr mal wieder mitfahren, wenn es euch gefallen hat. Und dann bedanke ich mich fürs Mitfahren und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.